Marie Antoinette. Schon zu Lebzeiten war sie eine Legende, die schöne, aber auch verschwenderische Königin von Frankreich. Doch hinter der glitzernden Fassade verbirgt sich eine andere Wahrheit. Wie war Marie Antoinette wirklich? Und was geschah mit ihren Kindern? In diesem Video erfahrt ihr die wahre Geschichte der Königin, deren Familie eines der grausamsten Schicksale der Geschichte ereilte. Am 2. November 1755 wird in Wien eine Prinzessin geboren. Maria Antonia. Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen. Als 15. Kind von Kaiserin Maria Theresia scheint sie zunächst unbedeutend. Die kleine Antoine wächst in der prachtvollen Hofburg auf, geliebt, aber übersehen. Ihre Kindheit ist glücklich, doch ihre Erziehung mangelhaft. Als Marie 10 Jahre alt war, konnte sie weder auf Deutsch schreiben noch es besonders gut sprechen. Maria Theresia vernachlässigte Antoines Bildung. Sie fand ihre Tochter charmant, aber auch ziemlich unbedeutend. Glücklicherweise entdeckte Marie ihre Liebe zur Musik. Sie spielte Harfe und Flöte und soll eine wunderschöne Stimme gehabt haben. Marie Antoinette war niemals dazu bestimmt, die ranghöchste königliche Braut ihrer Familie zu werden. 4 ihrer älteren Schwestern sollten in die berühmtesten Königshäuser Europas einheiraten. Doch das Schicksal wendete sich. Sie wurden krank, starben oder wurden durch Pocken entstellt. Ihre Chancen waren dahin. So wurde die kleine Marie Antoinette zur Ausgewählten, völlig unvorbereitet darauf, eine Königin zu werden. 1770. Die 14-jährige Antoine wird nach Frankreich geschickt, um den Thronfolger Louis zu heiraten. Diese Ehe sollte eine 200 Jahre alte Rivalität zwischen Frankreich und Österreich beenden und Frieden zwischen Frankreich und den Habsburgern schaffen. Marie ahnt nicht, dass sie ihre Heimat Österreich nie wieder sehen wird. An der Grenze zwischen beiden Ländern findet eine feierliche Zeremonie statt. Marie wird gezwungen, buchstäblich alles Österreichische zurückzulassen. Ihre Damen, ihre Kleidung, sogar ihr Haustier. Maria Antonia wird offiziell zu Marie Antoinette. Zunächst ist sie geblendet von der Pracht des französischen Hofes. Versailles, der Goldstandard für Paläste in Europa, endlos kopiert von anderen Königshäusern. Am 16. Mai 1770 heiratet sie den schüchternen Louis Auguste. 2 Kinder, die sich nicht kannten, vereint für die Politik ihrer Länder. Die Ehe bleibt 7 Jahre unvollzogen. Ein Skandal für ganz Versailles. Am 10. Mai 1774 erlag König Ludwig XV. Den Pocken und starb in Versailles im Alter von 64 Jahren. Er war gegen Ende seiner Regierungszeit sehr unbeliebt und nur wenige schienen ihn auf echte Weise zu betrauern. Das französische Volk blickte nun mit Hoffnung und Optimismus auf Ludwig XVI. Der neue König war jung, erst 19, und obwohl er nicht das Flair oder die beherrschende Präsenz seines Großvaters hatte, wurde er als freundlicher, echter und gewissenhafter junger Mann wahrgenommen. Vielversprechende Eigenschaften für einen großen Herrscher. So wird 1774 Louis zu Ludwig XVI., Marie Antoinette zur Königin von Frankreich. Doch das Land, das sie nun regieren, steht vor großen Problemen. Frankreich ist massiv verschuldet. Die Einkommensungleichheit ist auf einem Allzeithoch. Fast 90% der Bevölkerung, Bauern und Arbeiter, zahlen die höchsten Steuern, während die Aristokratie verschont bleibt. Schlechte Ernten und ein extremer Winter haben die Brotpreise dramatisch steigen lassen und die Bauern werden dazu gebracht, fast ihren gesamten Lohn nur fürs Essen auszugeben. Der Druck auf Marie Antoinette ist immens. Sie flieht in ein Leben voller Luxus. Das Schloss Versailles, einige Kilometer außerhalb von Paris gelegen, wird zu ihrer goldenen Zuflucht. Die Entfernung von Paris macht Versailles zu einem Domizil mit bizarren Etikettenregeln. Alles dreht sich um Rang und Show. Marie Antoinette und Louis können nicht einmal privat essen. Immer ist eine Menschenmenge versammelt, um ihnen beim öffentlichen Speisen zuzusehen.
Marie stürzt sich in Vergnügungen wie eine Besessene. Sie lernt schnell. Mode, Raffinesse, Witz und Charme sind der Schlüssel zur Bewunderung der französischen Aristokratie. Sie ist entschlossen, die modischste, charmanteste und begehrteste Frau Frankreichs zu werden. Riesige gepuderte Perücken, extravagante Kleider, Glücksspiel. Sie ist eine junge Frau mit unbegrenztem Kreditlimit. Doch hinter der glitzernden Fassade verbirgt sich eine unglückliche Frau. Ihre Ehe ist lieblos. Sie sehnt sich nach körperlicher Erfüllung. Stattdessen genießt sie die Hofunterhaltung immens und liebt Musik und Tanz. Und das Glücksspiel. Sie gewinnt oder verliert ganze Vermögen an einem Abend. Louis und Marie Antoinette sind so verschieden, wie zwei Menschen nur sein können. Wo sie lebhaft und extrovertiert ist, ist er schüchtern und unbeholfen. Er kämpft mit Unentschlossenheit, während sie entschlossen und schnell handelt. Obwohl er privat zugibt, dass er seine Frau liebt und sie schön findet, weigert er sich, die Ehe zu vollziehen. 7 Jahre lang bleibt dieser Zustand unverändert, ein offenes Geheimnis in Versailles. (1777) endlich der Durchbruch. Nach einem Besuch ihres Bruders Joseph II. Wird die Ehe vollzogen. 1778 wird ihre erste Tochter geboren, Marie-Thérèse Charlotte. Die Königin hat endlich, was sie sich ersehnt hat. Marie Antoinette wird zur liebevollen Mutter. Nach Marie-Thérèse folgen 3 weitere leibliche Kinder. 1781 der Dauphin Louis Joseph, 1785 Louis Charles und 1786 die kleine Sophie Beatrice. Der Verlust der kleinen Sophie nach nur 11 Monaten trifft Marie tief. Es ist ihr erster schmerzhafter Verlust als Mutter. Doch Marie Antoinette adoptiert 6 weitere. Jacques Armand. 1776 rettet sie einen 5-jährigen Bauernwaisenjungen bei einem Kutschunfall. Sie sieht diese Begegnung als Schicksal und ist überzeugt, dass es ihr Glück bringen wird, sich um den Waisen zu kümmern, in der Hoffnung, bald selbst einen Sohn zu haben. Jean Amilcar, ein Kind aus Senegal, das ihr als Sklave geschenkt wird. Statt ihn als Statussymbol zu halten, befreit sie ihn und lässt ihn taufen. Eine bemerkenswerte Geste für ihre Zeit. Ernestine Lambriquet, die Tochter einer Kammerzofe. Nach dem Tod ihrer Mutter adoptiert die Königin sie. Sie schläft im selben Zimmer wie Marie-Thérèse, trägt dieselben Kleider, erhält denselben Unterricht. Dazu kommen noch Zoe und ihre beiden Schwestern, 3 weitere Waisenmädchen, die Marie in ihr Herz schließt. Marie Antoinette liebt ihre Kinder über alles, doch das königliche Protokoll verhindert, dass sie sich täglich um sie kümmern kann. Stattdessen werden sie Gouvernanten und Ammen anvertraut. Wann immer möglich nimmt sie ihre große Kinderschar mit zu ihrem privaten Refugium, dem Petit Trianon. Dort können sie unbeschwert spielen, ohne den strengen Hofregeln folgen zu müssen. In diesem Refugium verwirklicht Marie 1783 einen besonderen Traum. Sie lässt die Trianon-Gärten in ein ländliches Dorf umwandeln, mit Hütten, einer Mühle, einem kleinen Bauernhof. Hier kann sie mit ihren Kindern ein einfacheres Leben führen, weg von dem strengen Hofzeremoniell. Doch dieses unschuldige Familienidyll wird zur Quelle großer Verachtung. Die Menschen beschuldigen sie, Bauern zu spielen und die Armut zu verhöhnen. Dabei ist der Bauernhof funktional und schafft echte Arbeitsplätze. Wie das berühmte „Sollen Sie doch Kuchen essen" Zitat wird das Dorf der Königin zu einem Symbol für ihre angebliche Arroganz. Während Marie als Mutter aufblüht, wendet sich die öffentliche Meinung dramatisch gegen sie. Obwohl die junge Königin anfangs von der französischen Bevölkerung willkommen geheißen worden war, wird sie nun zur Zielscheibe des verbitterten Volkes. Ein weiteres dramatisches Ereignis ist die berüchtigte Halskettenaffäre. Bereits 1772 hatte Ludwig XV. Eine extravagant teure Diamanthalskette für seine Mätresse bestellt. Als er 1774 an Pocken stirbt, bleibt das Schmuckstück unverkauft. Die Hofjuweliere bieten es Ludwig XVI. Als Geschenk für Marie Antoinette an, doch sie lehnt ab. Dank einer Betrügerin, die Maries Unterschrift fälscht, verbreiten sich falsche Gerüchte. Marie habe die Halskette bestellt und dann die Bezahlung verweigert.
Obwohl die Betrügerin später überführt wird, ist der Schaden groß. Dieses Ereignis bringt das Fass zum Überlaufen. Aus der geliebten Königin wird die verhasste Österreicherin. Während Marie Antoinette ihre Kinder umsorgt, brodelt es in Frankreich. Das Volk hungert. Die Königin wird zum Sündenbock für alle Missstände des Reiches. Juni 1789. Ein verheerender Schlag von Marie Antoinette. Ihr 7-jähriger Sohn Louis-Joseph stirbt an Tuberkulose. Der kleine Thronfolger, schwach und kränklich seit der Geburt, erliegt seiner Krankheit. Marie ist am Boden zerstört. Die Nation scheint den Tod meines armen kleinen Prinzen kaum zur Kenntnis zu nehmen. Während sie um ihren Sohn trauert, interessiert sich das Volk nur für eins: die Revolution. Juli 1789, das Schicksalsdatum. Die Wut des Volkes kocht über. Die alte Festung, die Bastille, wird gestürmt. Gefangene befreit, das Waffenlager geplündert, der Gefängniskommandant ermordet. Paris versinkt im Chaos und in Gewalt. Um 2 Uhr morgens wird der König in Versailles geweckt und informiert, dass die Bastille gefallen ist. »Ist es eine Revolte?« fragt Ludwig XVI. »Nein, Sire«, kommt die Antwort, »es ist eine Revolution.« Den ganzen Sommer über eskaliert die Situation. Während Marie um ihren toten Sohn trauert, wird sie zum meistgehassten Frau Frankreichs. Die Österreicherin wird für alles verantwortlich gemacht. Für die leeren Staatskassen, für das Brot, das fehlt, für das Elend des Volkes. Oktober 1789, der Tag, der alles verändert. Ein wütender Mob marschiert von Paris nach Versailles. Sie fordern Brot, sie fordern Gerechtigkeit, sie fordern die Königin. Marie Antoinette entkommt nur knapp den Tod. Mit ihren Kindern versteckt sie sich im Schlafgemach des Königs, während der Mob durch die Gänge von Versailles tobt. Sie entkommen nur knapp, bevor die Wache wieder die Kontrolle erlangt. Der Mob dringt in ihr Schlafzimmer ein, tötet 2 königliche Leibwächter, zerfetzt ihr Bett mit Bajonetten. Das private, Heilige der Königin zu zerstören ist, als würde man sie selbst schänden. Die alte Ordnung ist tot. Am nächsten Tag wird die königliche Familie nach Paris gebracht, praktisch als Gefangene. Die glücklichen Tage im Petit Trianon sind für immer vorbei. Marie Antoinette, einst die mächtigste Frau Frankreichs, ist nun eine Gefangene ihres eigenen Volkes. Marie Antoinette erkennt die Gefahr und macht ihrer Vergnügungssucht ein Ende. Während der König in tiefe Lethargie fällt, handelt sie mit starkem Willen. Sie beginnt einen verzweifelten Kampf gegen die Revolution. »Unsere Lage ist furchtbar«, schreibt sie an ihren Bruder. »Wenn wir der Vernichtung entgehen wollen, müssen wir den einzigen Weg wählen, der uns offen steht: die Flucht.« Monatelang plant sie diese im Geheimen. Ihr Vertrauter, Graf Axel von Fersen, ein schwedischer Adliger. Die Gerüchte über eine Affäre zwischen ihnen kursieren seit Jahren am Hof. Ob Liebhaber oder teurer Freund, er ist bereit, alles für sie zu riskieren. In der Nacht des 20. Juni 1791 steigt die königliche Familie, verkleidet als Kammerdiener und Gouvernante, in eine wartende Kutsche. Marie zittert vor Angst. Nicht um sich, sondern um ihre Kinder. Der kleine Louis Charles ist erst 6 Jahre alt. Graf von Fersen lenkt die Kutsche durch die dunklen Straßen von Paris. Solange er das Kommando hat, ist die Sache in guten Händen. Er kennt jeden Weg, jede Gefahr. Doch dann der fatale Fehler. Der König befiehlt Fersen, sich zu entfernen. Das Volk soll nicht erfahren, dass ein Ausländer, ein Schwede, ihnen zur Flucht verhalf. Marie fleht ihn an, zu bleiben, doch Ludwig XVI. Bleibt stur. Die Flucht ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Sie reisen in einer brandneuen Luxuskarosse. Schwer, langsam, auffällig. Mit Regalen für die Lieblingsweine des Königs und eingebauten Fächern für die Toilette der Königin. 30 Kilometer bis zur Grenze. Marie blickt ständig zurück. Verfolgt sie jemand? Nur noch 60 Kilometer bis zur österreichischen Grenze. Und sie sind in Sicherheit. Varennes, ein kleines Städtchen, das ihr Schicksal besiegelt. Der Postmeister Jean-Baptiste Drouillet studiert die Gesichter der Reisenden. Plötzlich erstarrt er.
Dieses Gesicht kennt er vom Geldschein in seiner Tasche. Ludwig XVI., halt, im Namen der Nation! Marie Antoinette bricht zusammen. Ihre Kinder klammern sich an sie. Der Traum von Freiheit zerplatzt. Sie sind gefangen. Die Rückreise nach Paris dauert 4 Tage im Schritttempo. Eine öffentliche Demütigung. Überall säumen Menschen die Straßen, schreien, spucken, werfen Steine. Die Kinder weinen. Marie hält sie schützend im Arm. Das Ansehen des unantastbaren Monarchen ist unwiderruflich zerstört. Die königliche Familie wird in den Temple-Turm gebracht, einen düsteren, mittelalterlichen Kerker mitten in Paris. Hier leben sie auf engstem Raum, bewacht von groben Wärtern, die sie demütigen, wann immer sie können. Doch sie hält ihre Familie zusammen, sie unterrichtet ihre Kinder, liest ihnen vor, versucht ihnen Normalität zu geben. Januar 1793, der Tag, der alles verändert. Ludwig XVI. Wird zur Hinrichtung geführt. Marie erfährt es erst, als man ihr seinen Ehering überreicht. Nach über 20-jähriger Ehe war das Königspaar einander in tiefer Zuneigung verbunden gewesen. Sie bricht nicht zusammen. Sie kann nicht. Ihre Kinder brauchen sie. Doch das Schlimmste kommt noch. Man nimmt ihr die Kinder weg. Der 8-jährige Louis Charles wird ihr entrissen und in ein anderes Stockwerk gebracht. Das Interesse meines Sohnes ist das Einzige, was mich leiten muss, schreibt sie verzweifelt. Und wie glücklich ich auch gewesen wäre, von hier zu entrinnen, so kann ich doch nicht einwilligen, mich von ihm zu trennen. Jede Nacht hört sie ihn weinen. Das arme Kind wird entsetzlich misshandelt. Sie zwingen ihn, gegen seine eigene Mutter auszusagen, nennen ihn Knecht statt Majestät. Marie-Therese, ihre 15-jährige Tochter, bleibt bei ihr, stumm vor Traurigkeit. August 1793. Marie wird in die Pförtnerzimmer verlegt, das Vorzimmer zur Hinrichtung. Eine feuchte, kalte Zelle, kaum 2 Meter breit. Hier wartet sie auf ihren Prozess. Ihre Haare werden grau, ihr Körper schwach. Oktober 1793, der Prozess beginnt. Eine Farce. Das Urteil steht längst fest. Man beschuldigt sie des Hochverrats. Sie soll Angriffspläne von Frankreich nach Österreich weitergeleitet haben. Ich habe nichts zu bereuen, sagt sie mit ruhiger Stimme. Mein Gewissen ist rein. 5 Uhr morgens. Marie Antoinette erwacht zum letzten Mal. Sie schreibt einen Brief an Madame Elisabeth, die Schwester des Königs. Ich sterbe frei von Hass gegen jene, die mich verurteilt haben. Sie kleidet sich sorgfältig an. Die Haare werden kurz geschnitten. Ihre Hände werden auf dem Rücken gefesselt. Die Fahrt zur Hinrichtung dauert 1 Stunde. Überall säumen Menschen die Straßen. Dieselben Menschen, die sie einst als junge Thronfolgerin bejubelt hatten. 12:15 Uhr. Mit festen Schritten besteigt sie das Schafott. »Vergeben Sie mir, Monsieur«, sagt sie zu ihrem Henker, nachdem sie ihm versehentlich auf den Fuß getreten ist. Das Fallbeil fällt. Marie Antoinette, Königin von Frankreich, ist tot. Sie war 37 Jahre alt. Der Henker hebt ihren Kopf in die Höhe. Die Menge jubelt. Die Österreicherin ist besiegt. Doch was geschieht mit Marie Antoinettes Kindern? Armand verlässt die königliche Familie. Er läuft zu den Revolutionären über, schließt sich der Armee an und kämpft gegen seine Adoptiveltern. 1792 fällt er im Gefecht im Alter von nur 21 Jahren. Jean Amilcar wird von einem seiner Lehrer aufgenommen. Es heißt, er hat ein Talent zum Zeichnen und wurde mit 15 Jahren mit einem Stipendium an einer Kunstakademie in Paris aufgenommen. Leider starb er noch im selben Jahr an einer Krankheit. Ernestine wird zu ihrem leiblichen Vater aufs Land gebracht. Als der Palast gestürmt wird, bringt eine Gouvernante sie in Sicherheit. Ihr Vater wird 1794 hingerichtet. Ernestine heiratet später und führt ein unauffälliges Leben bis zu ihrem Tod 1813 im Alter von 35 Jahren. Zoe wird aus Sicherheitsgründen zu ihren Schwestern ins Internat geschickt. Marie Antoinette zahlt die Schulgebühren, solange sie kann. Ohne finanzielle Unterstützung müssen die Kinder die Schule verlassen.
Nach 1792 verliert sich jede Spur über das Schicksal der 3 Schwestern. Louis Charles erleidet das grausamste Schicksal. Der 8-Jährige wird in Einzelhaft gehalten und leidet unter Keuchhusten. Marie Antoinette kann manchmal das Husten und die Schreie ihres Sohnes durch die dicken Gefängnismauern hören. Laut Marie-Therese wird dies zur einzigen Beschäftigung der Königin. Der Junge wird gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, in dem er erklärt, dass seine Mutter ihn sexuell missbraucht habe. Nach dieser Aussage soll der Junge aufgehört haben zu sprechen. Nachdem auch seine Mutter hingerichtet wurde, bleibt der kleine Louis Charles völlig allein. 6 Monate lang wird ihm das Essen nur durch die Gitterstäbe seiner Zelle gereicht, ohne Zugang zu menschlichem Kontakt oder Tageslicht. Am 8. Juni 1795 stirbt er unter grausamen Bedingungen. Eine Autopsie ergab zahlreiche Spuren an seinem Körper, die auf die Misshandlungen hindeuten, die er erlitten hatte. Marie-Therese überlebt als einzige. Sie wusste nur von der Hinrichtung ihres Vaters. Was mit der Mutter, ihrer Tante oder ihrem Bruder geschehen war, erfuhr sie erst kurz vor ihrer Befreiung. In Verzweiflung ritzte sie in die Wände ihrer Zelle. Marie-Therese Charlotte ist die unglücklichste Person der Welt. Sie kann keine Nachrichten von ihrer Mutter erhalten oder mit ihr vereint werden, obwohl sie 1000-mal darum gebeten hat. Nach 13 Monaten Einzelhaft wird sie am 18. Dezember 1795 freigelassen, einen Tag vor ihrem 17. Geburtstag. Sie war 13 Jahre alt, als die Familie in Gefangenschaft gebracht wurde. So endete eine der tragischsten Familiengeschichten. Marie Antoinette, eine Frau, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Die dramatischen Ereignisse der Französischen Revolution, insbesondere die Gefangenschaft und Ermordung der Mitglieder der königlichen Familie, gaben natürlich Anlass zu zahlreichen Gerüchten und Verschwörungstheorien. Nach dem Tod des jungen Louis Charles verbreiteten sich schnell die Gerüchte, dass er aus dem Gefängnis entkommen sei und ein anderes Kind an seiner Stelle gestorben sei. Diese Theorie führte dazu, dass sich nach der Französischen Revolution zahlreiche Menschen als rechtmäßige Thronerben ausgaben. Eine hartnäckige Verschwörungstheorie behauptet auch, dass Marie-Therese während oder nach der Gefangenschaft gegen Ernestine als Doppelgängerin ausgetauscht wurde. In diesem Zusammenhang wird oft die sogenannte dunkle Gräfin erwähnt, eine geheimnisvolle Frau, die ein zurückgezogenes Leben in Hildburghausen führte und von manchen für die echte Marie-Therese Charlotte gehalten wurde, obwohl dies wissenschaftlich widerlegt wurde. Marie Antoinettes Geschichte ist die einer liebenden Mutter, deren Kinder ein grausames Schicksal ereilte. Von 10 Kindern überlebte nur eines die Revolution. Sie war ein Sündenbock für die Fehler einer ganzen Epoche, eine Königin, die ihre Kinder mehr liebte als ihre Krone.